Herzlich willkommen bei Zentrum der Gesundheit. Ich bin Nadja und ich freue mich ganz doll, heute mit euch ein hoffentlich leckeres Pastagericht nachzukochen. Wir werden nämlich Vollkornpasta mit Blumenkohl und Salbei zubereiten und dieses Gericht ist fast ein One-Pot, also auch wirklich nachhaltig und schnell zubereitet. Ich würde sagen, wir starten. Wir haben jetzt soweit alle Zutaten vorbereitet und in Schälchen abgefüllt. Wir haben unseren Tofu jetzt gewürfelt. Ihr könnt für euch frei entscheiden, je kleiner ihr die Würfel nachher macht. Also wenn ich sie jetzt nochmal halbieren würde, würden die Würfel natürlich am Ende knuspriger kommen und würden vielleicht so ein bisschen an Speck erinnern. Wenn ihr darauf Lust habt, macht es gerne. Ich würde sie jetzt auch einfach nochmal ein bisschen kleiner schneiden. Ich würde sagen, wir geben die Tofu-Würfel jetzt in eine Schüssel, vermengen sie mit dem Blumenkohl und einem halben Teelöffel geräuchertem Paprikapulver. Das gibt dem Ganzen, wie der Name sagt, eine schöne Räuchernote. Und anschließend werden wir das Ganze scharf in etwas Olivenöl anbraten. Da freue ich mich total drauf, ist mega lecker. Blumenkohl angebraten mit Tofu ist eine Mega-Kombi. Ja, ja. Das Ganze vermengen wir kurz, damit sich das Paprikapulver so ein bisschen verteilt. Hitzebeständiges Olivenöl, immer hitzebeständig, gerade wenn wir scharf anbraten. Ich gehe auf jeden Fall auf volle Flamme, denn wir wollen hier richtig schön rösten. Wir werden den Tofu und den Blumenkohl jetzt so ungefähr 6 Minuten anbraten, unterrühren natürlich, damit es von allen Seiten schön brät. Und dann anschließend die Zwiebeln und den Knoblauch hinzugeben und die letzten 30 Sekunden den Salbei. Der braucht nämlich überhaupt gar nicht lange, um sein Aroma zu entfalten und deshalb kommt er am Ende. Das Ganze hat jetzt genug gebraten, denn der Salbei fängt langsam an zu riechen. Und jetzt werden wir die Brühe hinzufügen und das Ganze mal kurz aufkochen. Das Ganze kocht jetzt ein bisschen vor sich hin. Ich habe die Temperatur jetzt wieder ein bisschen runter reguliert. Wir werden jetzt 20 Gramm Margarine hinzugeben, um das Ganze schön cremig zu machen. Und anschließend kommt ein bisschen Chili dazu. Und wir werden das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Was ihr ganz, ganz toll machen könnt, wenn ihr Soßen binden möchtet, ihr könnt in dem Fall bei der Menge an Brühe 1 Teelöffel Maisstärke verwenden und den mit einem Esslöffel Wasser vermengen und am Ende einfach zur Soße geben. So bekommen wir die Soße angedickt und sie wird gefühlt auch ein wenig cremiger. Wir haben uns für Vollkorn-Rigatoni entschieden und haben die natürlich vorgekocht. Und die kommen jetzt zu unserer noch kochenden Soße. Wenn ihr wüsstet, wie lecker es gerade riecht, das ist wirklich Wahnsinn. Ich hebe das Ganze einmal unter. Und wir kochen es noch mal ganz kurz auf. Ich würde sagen 2 Minuten. Und dann kann ich testen. Lasst mich einen kleinen Blumenkohl mit auf die Gabel bekommen und einen Tofu-Würfel. Na komm schon. Super lecker. Und das Kunstwerk an diesem Rezept ist tatsächlich, die richtige Menge an Wasser auf die richtige Menge an Vollkornpasta zu bekommen, weil Nudeln einfach mega viel saugen und das ist richtig gut gelungen. Also, was soll ich sagen? Super lecker. Die Pasta war mega gut. Abonniert auch gerne den Kanal von Zentrum der Gesundheit und wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis dann.